Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, wir haben am 18.11. den 14. Trilog abgehalten und ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier zu berichten. Aber ich möchte, bevor ich darauf eingehe, noch mal kurz in Erinnerung rufen. Im März 2019 gab es einen provisorischen Kompromiss zwischen Rat und EP, der allerdings am und im Rat gescheitert ist. Und es waren damals eine Reihe von Ländern, die diese Blockade organisiert haben, unter anderem Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, Polen, aber auch andere. Und seitdem versuchen wir wirklich, die Scherben wieder zusammenzufegen. Aber wir realisieren alle, dass es viel leichter ist, ein verhandeltes Ergebnis kaputt zu machen, als einen tragfähigen neuen Kompromiss wieder aufzubauen. Wir haben uns im Parlament enorm bewegt, um diesen provisorischen Kompromiss zu erreichen, den es gab, bei den Grenzgängern und hier bei der Frage, welches Land zuständig ist für die Beschäftigten, zum Beispiel im Fall von Arbeitslosigkeit. Wir haben uns bewegt bei den Ausnahmen im Bereich der A1-Bescheinigungen, die für die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften bei der Entsendung oder anderen Einsätzen von Beschäftigten erforderlich sind und sind bereit gewesen, auch hier Dienstreisen von der Bescheinigungspflicht auszunehmen. Darüber hinaus erörtern wir derzeit, und das haben wir auch im letzten Trilog getan, weitere Kompromisslinien zu wichtigen Elementen, wenn es um den Export von arbeitslosen Leistungen von Grenzgängern geht oder zum Beispiel um den Kriterienkatalog für die Bestimmung des Unternehmenssitzes im Falle von Mehrfachbeschäftigung. Das ist wichtig, um keine neuen Anreize zu setzen, Briefkastenfirmen zu gründen und über Sozialdumping Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Aber diese Mühen seitens des EPs, weiter Kompromisse zu finden, machen nur Sinn, wenn beide Verhandlungspartner auch bereit sind, Kompromisse zu schließen. Und wir sehen, dass es im Rat offensichtlich derzeit fast unmöglich zu sein scheint, auf Augenhöhe sich mit dem Parlament auf entsprechende Kompromisse zu verständigen. Und so erleben wir auch hier immer wieder, dass eben Forderungen, die dem derzeitigen Mandat des der Ratspräsidentschaft entsprechen, wiederholt werden, aber gleichzeitig auch klar ist, dass diese Forderungen, die jetzt noch im Mandat sind, vom EP nicht mehr unterstützt werden. Und hier will ich noch mal einen Punkt nennen, der besonders wichtig ist. Der Rat fordert weiterhin eine Pauschalausnahme von bis zu 14 Tagen davon, dass Unternehmer oder Selbstständige vorab nachweisen müssen, welcher Mitgliedstaat im Bereich der Sozialversicherung zuständig ist für den entsandten Beschäftigten. Wir fragen uns immer noch, wie stellt sich der Rat das vor? Da wird jemand entsendet und arbeitet auf einer Baustelle und die Kontrollbehörden müssen dem dann einfach glauben, dass heute sein erster Tag ist und nicht der 14. Wir wissen ja alle, wie die Realitäten sind. Und deshalb, ja, wir sehen natürlich auch, die A1-Bescheinigung ist im Moment das einzige Instrument, mit dem wir überhaupt Kontrollen im Bereich der Sozialversicherung durchführen können. Wir sind als Parlament für bessere Instrumente offen. Und wir setzen uns wirklich dafür ein, auch die Digitalisierung endlich zeitgemäß zu nutzen, um in Echtzeit Sozialversicherungsbelege digital auszutauschen und miteinander zu kommunizieren. Und wir setzen uns darüber hinaus für eine europäische Sozialversicherungsnummer und ein Echtzeitregister ein. Wir könnten so enorme Vereinfachungen erzielen. Kontrollen könnten darüber hinaus viel effektiver und auch zielgerichteter erfolgen. Aber hier wollen wir als Parlament ein Commitment erreichen und Anreize, das wirklich schnellstmöglich zu machen und es nicht wie bisher weiter zu verschleppen. Und deshalb reichen hier vage Versprechungen nicht. Wir wissen, dass nach diesem 14. Trilog im Rat intensive Sondierungen laufen. Aber ich muss sagen, dass wir im Parlament nach den Erfahrungen der letzten Triloge nicht sonderlich optimistisch mehr sind. Aber ich verspreche hier, wir bleiben da dran. Wir geben nicht auf, einen guten Kompromiss zu finden, weil wir brauchen endlich gute Ergebnisse für alle mobilen EU-Bürgerinnen und Bürger. Der deutschen Ratspräsidentschaft bleiben nur wenige Tage und die Uhr tickt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. So viel von meiner Seite
als Berichterstatterin für das Team des Parlaments. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Bischof. Ich weiß, wie schwierig dieses gesamte Dossier ist. Das ist quasi wie eine unendliche Geschichte. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Leider sieht es so aus, als ob wir nicht in der Lage sein werden, dieses Dossier noch unter der deutschen Präsidentschaft abzuschließen, trotz der Anstrengungen, die Sie investiert haben. Wir kommen jetzt zu dem nächsten.